In diesem Video zeige ich dir, wie du bei unserem Pack Hero Martha metallische Flächen erstellst und so deine Verpackung glänzen lässt. Zur Visualisierung habe ich dir ein Artwork mitgebracht, anhand dessen ich dir detailliert zeigen werde, wie du genau solche metallischen Sondereffekte erstellst. Wenn du bereits das Video zur Erstellung von transparenten Flächen bei Toni geschaut hast, werden dir die ein oder anderen Arbeitsschritte bekannt vorkommen. Die Herangehensweise ist nämlich nahezu gleich. Bevor wir jetzt in die Erstellung gehen, sollten wir uns zunächst die Ebene White genauer anschauen. Blenden wir dazu die Ebene Artwork über das kleine Auge aus. Wir sehen magentafarbene Flächen sowie eine weiße Form. Die weiße Fläche wird auf der Verpackung später metallisch erscheinen. Die magentafarbenen werden im Druckprozess erst mit einer weißen Farbe grundiert und anschließend mit dem Artwork bedruckt. Um nun wie in diesem Beispiel das Schild von Martha metallisch erscheinen zu lassen, begeben wir uns in die Ursprungsdatei, in der die Ebene White noch komplett mit der Farbe Magenta ausgefüllt ist. Blenden wir die Ebene White aus, sehen wir das gelbe Artwork mit unserem Pack Hero Martha auf der Vorderseite. Wir zoomen etwas in das Bild, markieren mit dem Auswahlwerkzeug das Schild von Martha und isolieren es, sodass der restliche Bereich etwas milchig erscheint. Bei vielen Formen, so wie bei mir, bedarf es teilweise etwas Fingerspitzengefühl und Geduld, bis du die richtige Form ausgewählt hast. Kopiere den Pfad des Schildes mit der Tastenkombination STRG-C bei Windows bzw. Command-C beim Mac. Um den Isolierungsmodus zu beenden, musst du mit einem Doppelklick außerhalb des Elements auf den weißen Hintergrund klicken. Begeben wir uns nun auf die Ebene White und fügen das kopierte Schild über die Navigation, Bearbeiten, an Originalposition einfügen, wieder ein. Markiere nun mit dem Auswahlwerkzeug und der Taste Shift das Schild und die darunterliegende magentafarbene Fläche auf der Ebene White. Wähle das Formerstellungswerkzeug, bewege deinen Cursor auf das Schild, klicke die Taste Alt, bis neben dem Mauszeiger ein Minus statt einem Plus erscheint und klicke, sodass die weiße Fläche entfernt wird. Das darunterliegende Artwork mit dem Arm von Martha kommt zum Vorschein. Da so der Arm von Martha ohne vorherige weiße Grundierung direkt auf die metallische Grundfläche gedruckt werden würde, müssen wir ihn auf der Ebene White mit der Farbe White wieder einfärben. Dazu wechseln wir zurück auf die Ebene Artwork. Wählen das Auswahlwerkzeug, zoomen etwas in das Bild hinein und markieren mit der Shift-Taste alle Elemente, die vor dem Schild liegen. Bei mir ist es der linke Arm, die Taille und das linke Bein. Nun kopieren wir alle Elemente, klicken neben der Gestaltung auf den weißen Rand, um den Isolierungsmodus zu beenden, wählen die Ebene White und fügen die markierten Objekte an der Originalposition ein. Wir wechseln von der Registerkarte Ebene in die Registerkarte Eigenschaft. Ich habe sie mir hier bereits abgespeichert. Ist die Registerkarte bei dir nicht vorhanden, kannst du sie über den Menüpunkt Fenster ganz einfach aktivieren. In dem Feld Farben können wir nun die gesamte Fläche mit der abgespeicherten Farbe White einfärben. Da meine Formen auch eine Kontur besitzen, ändere ich die Konturfarbe ebenfalls in die Volltonfarbe White. Wir wechseln zurück in die Registerkarte Ebenen. Blenden wir die Ebene White aus und wieder ein, sehen wir, dass die Fläche des Schildes auf beiden Ebenen weiß ist. Der darüberliegende Körper sowie der Rest der Verpackung ist auf der Ebene White vollständig mit der Farbe Magenta eingefärbt. Konkret heißt das nun, dass Marthas Schild, also die weiße Fläche auf der Ebene White, nach dem Druck im metallischen Sondereffekt erscheint. Der restliche Teil der Verpackung wird zunächst grundiert und anschließend regulär bedruckt. Als letzten Schritt sperren wir die Ebene Artwork mit dem Schloss neben dem kleinen Auge. Wählen das Auswahlwerkzeug, zoomen etwas aus der Datei heraus, markieren alle Flächen der Ebene White, klicken in der Menüleiste auf Fenster
und Attribute und aktivieren den Haken bei Fläche überdrucken. Normalerweise sollte nun ein Artwork durch die Ebene White hindurchschimmern. Ist dies, wie bei mir, nicht der Fall, wählst du in der Navigationsleiste Fenster den Punkt Separationsvorschau. Aktiviere hier nur den Haken Überdruckungsvorschau. Nun sollte dein Artwork durch die Ebene White hindurchschimmern. Glückwunsch! Deine Pouch besitzt jetzt eine metallische Fläche.